meine Lieben und herzlich willkommen in der Schulungswoche, die ich ja schon angekündigt habe, aber auch nochmal überarbeitet habe. Es wird nämlich 6 Videos insgesamt geben, also von heute bis Sonntag. Thema wird sein große, breite, tulpenförmige Nägel. Und zu diesem Thema habe ich 3 Abschnitte jetzt gestaltet, zu denen es jeweils 2 Videos geben wird. Und zwar Abschnitt 1 wird sein eine Naturnagelverstärkung, dann haben wir die Tippverlängerung und noch die Dualform-Verlängerung. Und jeweils immer ein Theorie- und ein Praxisvideo. Das heißt, heute starten wir mit der Theoriestunde Naturnägel in der Neuanlage eben verstärken. Passend dazu am 3.11., sprich morgen, gibt es dann den Praxisteil. Am 4.11. die Theorie zur Tippverlängerung. Passend dazu wieder am 5.11. der Praxisteil. Am 6.11. beschäftigen wir uns dann mit der Dualform-Verlängerung in der Theorie und abschließend am 7.11., sprich Sonntag, gibt es dann den praktischen Teil. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und ich persönlich freue mich am meisten über ein kostenloses Abo von euch und natürlich Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche offenen Fragen habt. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid und ich würde mal sagen, wir starten jetzt auch mit der Schulung. Viel Spaß dabei! Grundsätzlich gilt bei großen, breiten oder auch tulpenförmigen Nägeln, alles was den Nagel optisch streckt, also länger und etwas schmaler wirken lässt, ist erlaubt. Wir stellen uns also zunächst die Frage, wie schaffen wir es, dass unser Naturnagel optisch schmaler wirkt? Als erstes denkt man sich natürlich, okay, ich feile meinen Naturnagel einfach schmaler. Hierbei entstehen allerdings meistens solche Kanten, gerade wenn man tulpenförmige Nägel hat, die so wie so ein Entenfüßchen aussehen, feilt man sich unbewusst solche Kanten rein, beziehungsweise beim Rauswuchs des Nagels entstehen unschöne Kanten, an denen die Modellage dann auch meistens einreißt, wir Nagelbrüche erleiden und aus diesem Grund solltet ihr eure Nägel nicht schmaler feilen. Das heißt also, wir brauchen eine Form, die den Nagel zwar schon optisch schmaler wirken lässt, aber dennoch sehr stabil ist, wo wir eben keine Kanten beim Rauswuchs haben, die einreißen könnten. Und deshalb meine Empfehlung an euch: Pinscht eure Naturnägel unbedingt, auch wenn ihr die Nägel, sagen wir mal, relativ kurz tragt. Gut, bei kuppenbündig ist es ein bisschen schwierig zu pinschen. Es geht auch, allerdings solltet ihr dann nicht zu stark pinschen, damit ihr euren Naturnagel eben nicht beschädigt. Theoretisch darf man nur das freie Nagelende pinschen. Pinschen bedeutet, dass wir uns so eine kleine Brücke schaffen, beziehungsweise einen sogenannten Tunnel. Dieser Tunnel entsteht, wenn wir mit einer sogenannten Pinzette oder auch einer Pinchklammer den Nagel einmal zusammendrücken. Das heißt also, die Seitenlinien werden zusammengepresst, der Naturnagel wird gewölbt, sodass so eine kleine Brücke entsteht. Und wir wissen ja, Brücken sind gewölbt, damit sie eben in sich stabil sind, nicht durchhängen und durchbrechen. Und so ist das eben auch bei diesem Tunnel, bei dieser sogenannten New-Style-Form. Falls ihr das noch nicht gehört habt, dazu habe ich auch noch Videos, gibt auch gleich noch eine Erklärung dazu. Und zwar ist diese Form sehr stabil, aber ihr könnt den Aufbau eben flacher gestalten, weniger Material auftragen. Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt, wenn man eben ohnehin schon große, breite Naturnägel hat. Ihr solltet nicht zu viel Aufbau verwenden. Anhand dieser Zeichnung kann man, denke ich, gut erkennen, was ich damit meine, nicht zu viel Aufbau verwenden. Hier haben wir einmal die sogenannte Oldschool-Form, die gerade auch bei der Mandel oftmals angewendet wird, beziehungsweise so hat man früher grundsätzlich modelliert, dass man eben leicht ansteigend anfängt, hier oben dann den dicksten und stärksten Punkt hat und dann eben abfallend arbeitet.
Und wie ihr hier gut sehen könnt, hier hat man wesentlich mehr Material, als wenn man in der New Style Form arbeitet. Ihr müsst bedenken, je breiter und größer der Nagel ist und umso mehr Material man aufträgt, umso größer und breiter wirkt der Nagel letztendlich. Wichtig ist also, dass wir uns vor Augen halten, wir müssen eine schmale Form wählen und gleichzeitig dürfen wir nicht zu viel Material auf den Nagel aufbringen. Insbesondere wenn ihr kurze Modellagen habt bzw. kurze Naturnägel habt, die ihr nicht verlängern möchtet eben. Und da ist es ganz besonders wichtig, schön flach zu arbeiten, eben auch in dieser New Style Form. Hier gibt es natürlich auch leichte Abwandlungen, also wenn ihr kurze Naturnägel habt, tragt ihr eben noch weniger auf, als würdet ihr diese Länge hier zum Beispiel arbeiten wollen. Mitentscheidend ist natürlich auch die Form der Nägel, also hat man einen Square, einen eckigen Nagel oder beispielsweise eine Mandel, eine russische Mandel. Ich persönlich empfehle, je schmaler und spitzer der Nagel ist, gerade bei großen Nägeln, umso streckender wirkt das Ganze. Also Länge sozusagen streckt auch noch einmal zusätzlich. Natürlich möchte nicht jeder sehr, sehr lange Nägel haben. Da habe ich am Ende des Videos auch noch einen extra Tipp für kurze Nägel. Wenn ihr allerdings euch so ein bisschen mehr rantraut und eine gewisse Länge haben möchtet, kann ich durchaus auch die Mandelform oder auch eine Ballerina-Form für große Nägel empfehlen. Wenn ihr dann gepinscht habt, könnt ihr daraus auch eine New Style Mandel machen aus eurem New Style Nagel, indem ihr das freie Nagelende eben so schräg anfeilt, dass, wenn ihr die Draufsicht habt, dass es wirklich aussieht wie eine Mandel. Hierbei müsst ihr dann, wenn ihr diese Art New Style Mandel haben möchtet, den Tunnel wirklich etwas schmaler gestalten, also nicht wie eine Brücke sonst, sondern eher wie ein umgekehrtes U. Zum Abschluss dieser Theoriestunde noch ein paar Tipps und Tricks für sehr kurze Modellagen. Und zwar, wenn ihr sehr kurze Naturnägel habt, dann neigt man meistens dazu, die oval zu gestalten oder eben in eine erdenklich rundere Form zu bringen. Das kann allerdings dazu führen, wenn ihr sehr große Nägel habt und die ohnehin schon breit sind, dass das Ganze dann eben durch diese rundere Form eben, wenn ihr euch vorstellt, ein Kreis, der rund ist, der wirkt eben sehr breit, sehr mächtig. Ich würde also eher empfehlen, dass wenn ihr einen eckigen Nagel dementsprechend dann modelliert, dann solltet ihr eher die Seiten, also die kleinen Eckchen, ein wenig anrunden, damit es nicht ganz so kantig wirkt, wenn ihr das eben nicht ganz so gerne mögt. Aber wenn ihr eben in eine ovale Form gehen würdet, gerade je kürzer der Nagel ist, umso klobiger, runder kann das eben wirken. Und wie gesagt, für sehr große Nägel ist das eben nicht die beste Variante, die man machen kann. Außerdem könnt ihr durch Nail Art auch noch einiges bewirken. Natürlich solltet ihr keine Fimo-Früchtchen unbedingt einarbeiten, wenn ihr sehr kurze Modellagen habt und ohnehin mit der Breite des Nagels zu kämpfen habt. Also je mehr drauf kommt, hatte ich ja gerade gesagt gehabt, umso klobiger können Nägel eben wirken. Das heißt also, verwendet Wassertattoos und ihr könnt aber auch mit den Farben spielen. Das heißt, ich zeige euch hier gleich einmal ein Beispiel. Wenn ihr sehr kurze Nägel habt und trotzdem einen French tragen möchtet, arbeitet euer French sehr weit nach oben. Bringt die Smile-Line wirklich richtig doll zum Lächeln. Also das heißt, ihr habt eine dramatische Smile-Line und eine sehr, sehr schmale French-Spitze. Das kaschiert einmal die Seiten bei sehr breiten Nägeln, wenn ihr vor allem dunkle Farben nehmt. Ich weiß nicht, jeder mag dunkle Farben, aber dunkle Farben lassen etwas in den Hintergrund treten. Das heißt, wenn ihr also eine dramatische Smile-Line habt, die jetzt angenommen bis hier oben geht und ihr beispielsweise ein Schwarz oder ein dunkles Lila, was auch immer ihr mögt, auftragt, dann lässt das hier diese Seiten so ein bisschen in den Hintergrund treten. Und ihr habt eben den Fokus auf die Mitte des Nagels gelegt und somit wirkt der Nagel optisch etwas schmaler. Zum Abschluss der Theoriestunde noch eine kleine Anmerkung zum Thema Auffüllen.
Wenn ihr dann eben auffüllen möchtet, solltet ihr 90-95% des Altmaterials runternehmen, da ihr ja eigentlich dann wieder pinchen solltet. Das heißt, ihr müsst den Nagel ja wieder etwas zusammenpressen. Und wenn zu viel Altmaterial sich auf dem Nagel befindet, könnt ihr das nicht mehr pinchen, da es ja schon erstarrt ist. Also würde ich empfehlen, das Altmaterial wirklich so gut wie komplett einmal runterzunehmen. Eine dünne Schicht kann natürlich drauf bleiben, aber achtet wirklich insbesondere dabei darauf, dass das freie Nagelende so gut wie komplett befreit ist von dem Altmaterial und dann könnt ihr eben wieder pinchen. Geeignete Materialien übrigens zum Pinchen blende ich euch ein oder habe ich euch auch im Laufe des Videos schon gezeigt. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat die erste Theoriestunde gefallen und morgen geht es natürlich weiter mit der Praxis. In Verbindung dann mit dieser Theoriestunde ergibt das, denke ich, viel mehr Sinn für euch. Also seid auf jeden Fall mit am Start. Um 19 Uhr lade ich wie immer hoch und ja, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, lasst mich wissen, ob das Thema für euch interessant war, ob ihr noch Fragen habt. Ansonsten gerne das kostenlose Abo nicht vergessen und folgt mir zusätzlich natürlich auch auf Instagram. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen, ihr Süßen. Ciao!